Für Erwachsene werden wöchentlich 150 bis 300 Minuten Bewegung mittlerer Intensität oder 75 bis 150 Minuten Bewegung hoher Intensität sowie Tätigkeiten, die Kraft erfordern oder Kraftübungen mindestens 2-mal pro Woche empfohlen. Spannend, aber nicht überraschend, in den USA bewegen sich knapp 1/4 der Personen ausreichend, in der Schweiz sind es 3/4. Während ich mit Ausdauertraining keine Probleme habe, kann ich mit dem Krafttraining bisher wenig anfangen. Es beschränkt sich auf Treppenlaufen, Bücher herumtragen und Einkäufe nach Hause schleppen. Aber welche Übungen soll man machen? Und wie viel? Krafttraining muss nicht im Fitnessstudio stattfinden. Eine Studie zeigte kaum Unterschiede zwischen Training mit oder ohne Geräten. Auch die Tageszeit scheint keine Rolle zu spielen. Einfacher geht es für mich zu Hause. Daher habe ich mir einen Fitnessraum im Keller eingerichtet und einen Stapel Bücher gekauft, um passende Übungen bzw. Trainingsprogramme zu finden. Das heißt, Übungen für zu Hause, die mit wenig Material ausführbar sind. Diese 8 Bücher habe ich getestet. Das erste heißt Mit 50 fitter als mit 30. Es kostet bei Amazon 17,23 € und hat durchschnittlich 4,3 Sterne. An Material braucht man ein Springseil und eine Matte. Was mir daran gefällt, ist, dass es einen Einstufungstest hat und verschiedene Niveaus. Was mir nicht so gefällt, ist der viele Text, den man lesen muss und dass nicht alle Übungen wirklich kniefreundlich sind. Die Darstellung erfolgt über Fotos und die Erklärungen der Übungen sind im jeweiligen Programm zu finden. Unter den Übungen hat es viele Klassiker wie Liegestütze, Kniebeugen oder Lunges. Das zweite Buch ist das Muskelworkout. Es kostete 16,28 € und hat durchschnittlich 4,4 Sterne. An Material braucht man hier eine Matte und Hanteln. Was mir an diesem Buch gut gefällt, ist, dass es auch viele anspruchsvollere Übungen enthält. Allerdings hat es für mich eine viel zu lange Einleitung. Die Darstellung erfolgt auch hier über Fotos. Erst werden die einzelnen Übungen erklärt, weiter hinten kommen die Programme. Der Fokus in diesem Buch liegt sehr auf den einzelnen Übungen. Das nächste Buch ist 50 Workouts Muskelaufbau. Es kostet wie die anderen Bücher aus dieser Reihe 11,49 € und dieses hat durchschnittlich 4,4 Sterne. An Material braucht man eine Matte, Hanteln, eine Trainingsbank und eine Schrägbank. Was mir hier gut gefällt, ist, dass es 3 verschiedene Phasen hat, einfach, mittel, schwer und dass bei den einzelnen Übungen das Bewegungstempo vorgegeben ist. Allerdings braucht man doch ziemlich viel Material, zum Beispiel eine Schrägbank. Die hatte ich bisher nicht. Die einzelnen Übungen sind in Form von Zeichnungen dargestellt, mit jeweils einem Training auf einer Doppelseite. Das heißt, auf der einen Seite sind die Übungen aufgeführt und auf der anderen sind sie abgebildet. Das nächste Buch heißt 50 Workouts raus aus der Schmerzfalle. Hier braucht man eine Matte, Hanteln und ein Trainingsband. Gut gefällt mir, dass es viele Programme hat und eine aufsteigende Schwierigkeit. Allerdings enthält es nicht nur Kraftübungen, sondern hat einen Fokus auf Beweglichkeit und Entspannung. Das nächste, 50 Workouts für starke Bauchmuskeln, hat hingegen, wie der Titel schon sagt, einen Fokus auf Bauchmuskelübungen. Dann haben wir noch 50 Workouts für Läufer. Hier braucht man eine Matte, einen Tisch und einen Stuhl. Der Fokus liegt auf der Verbesserung des Laufens. Das Material für 50 Workouts Morgengymnastik besteht aus einer Matte und einem Springseil. Dieses Buch ist vermutlich mehr für Morgenmuffel gedacht, für einen sanften Einstieg in den Tag. Es enthält nicht nur Kraftübungen, sondern zum Beispiel auch Dehnübungen. Die Titel der einzelnen Programme sind für meinen Geschmack etwas zu fröhlich. Hier haben wir noch das Buch Bodyweight Training für Frauen. Es hat 10,53 € gekostet und eine Bewertung von 4,2 Sternen. Hier gefällt mir gut, dass es wieder 3 Schwierigkeitsstufen hat, leicht, mittel, schwer, wobei die Stufe leicht etwas kurze Programme hat. Hier ist jeweils ein Programm auf einer Seite abgebildet, das heißt 2 Programme auf einer Doppelseite. Ein Programm besteht aus 4 Übungen, die der Reihe nach mehrmals durchgeführt werden. Bei allen diesen Büchern ist mir aufgefallen, dass man sie nicht einfach hinlegen kann, sondern dass sie wieder zuklappen. Was mir auch etwas schwer fällt, ist gleichzeitig während der Übung die Zeit zu stoppen und die Wiederholungen zu zählen und dann auch die Zeit während der Pausen zu stoppen. Hier wäre es für mich viel einfacher, wenn mir zum Beispiel in einem Video jemand die Übungen vorturnen würde und gleichzeitig erklären. Nachdem ich aus diesen Büchern einzelne Programme ausprobiert habe, stehen für mich die 3 Favoriten fest.
Es ist erstens mit 50 fitter als mit 30, wegen der verschiedenen Übungsniveaus. Dann 50 Workouts Muskelaufbau. Auch dieses hat 3 Phasen und dieses hat teilweise anstrengende Übungen. Und schließlich 50 Workouts für Läufer. Ich hoffe, diese kleine Übersicht hilft euch weiter bei der Entscheidung, welches Buch für euch geeignet wäre. Viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Video.